Hi, I'm Adam. Hi, I'm Daniel. Hi, I'm Johannes. Und ich bin Heinz. Wir sind die Pros der Leadbetter-Akademie Bad Tatzmannsdorf und wir haben hier einige Teaching Aids, Trainingsmittel, Schwunghilfen aufgebaut, die wir ein wenig näher erläutern wollen. Es sind Hilfsmittel zur Verbesserung des kurzen Spiels und des vollen Schwungs. Nicht alle dieser Mittel sind unbedingt für jedermann, jeden Spielniveaus geeignet. Wir werden daher in einer kurzen Vorstellung die Vorteile und Nachteile einzelner dieser Teaching Aids besprechen. It teaches you strike, which is important, and I really like it. It's teaching me, I need to find the centre of the face, otherwise I'm really going to miss the club. So it's a nice training aid for me. How does it work? Obviously making the hitting area smaller is going to make the player concentrate more. For someone like me, it helps a better player find the centre of the club. For a beginner, they would not hit it very well, and it wouldn't help their confidence at all. But for someone who's wanting to improve their strike, like someone like me, a good player, good standard player, really helpful tool. Mein Lieblings-Teaching-Aid ist der Swing-Setter. Das lehrt mehrere Sachen zugleich. Ganz wichtig der Golfgriff. Der größte Vorteil von dem Swing-Setter ist, man kann ihn auch zu Hause verwenden. Man braucht keinen Ball dafür. Er teacht nicht nur Rhythmus, sondern auch Geschwindigkeit im Golfschwung. Der Swing-Setter. Okay. Nehmen wir nur in die Ansprechposition. Gut. Was würdest du meinen, was für Kategorie? Man kann den Swing-Setter für jedes Spiellevel verwenden. Von Anfänger bis zu Fortgeschrittene, auch bis zu Profis. So my next favorite training aid is the TaylorMade Speed Sleeve. Now all this is very simple. It's a weight that you attach to the club. You can fasten it securely here. So it increases the weight of the club obviously, and that helps you when you're swinging to build up strength and speed. A big part, every golfer wants more distance, and more distance comes from more speed. How do you build that speed? Well, hitting golf balls is a good way, but challenging it further with something like this will develop the speed and strength faster. So it's very simple. I like it. What do you think for whom? And I think this is for all good players, very good for beginners. It'll develop the strength and flexibility that they need much quicker. For better players, it can be a useful aid to challenge them a little bit further so they can pick up a few more miles per hour of club head speed. Ein weiteres gutes Teaching Aid ist der Impact Ball. Kann fürs Chippen, Pitchen und auch für etwas längere Schläge verwendet werden. Wir geben den Impact Ball zwischen unsere Unterarme, und der Vorteil des Impact Balls: es synchronisiert die Bewegung zwischen Unterarmen und dem Körper. Es verhindert das Auseinanderklappen der Arme. was würdest du meinen? Kategorie gut, schlecht, für wen? Also den Impact Ball würde ich auch von Anfängern bis zu mittleren und auch besseren Spielern empfehlen. Okay, zeige ihn mir. Jetzt tun zwischen die Arme. Und machen wir einen Schwung. Langsam aber. Okay. Und jetzt machen wir, zeige mal, was passiert, wenn man einen falschen Schwung hat. Das kannst du wieder kommentieren. Okay. Also wenn man kein optimales Takeaway hat und zum Beispiel den rechten Ellbogen wegbewegt, würde der Ball hinausfallen. Das gleiche gilt für den Durchschwung. Würden zum Beispiel meine Arme zusammenbrechen und ich meinen Körper nicht
mitbewegen durch den Schwung, würde auch hier der Ball hinausfallen. Deshalb so wichtig, dieses Teaching Aid lehrt mich, Arme und Körper synchron zu bewegen. Hier sieht man einen Klassiker von David Leadbetter, dieser Powerball. Ja? Der ist vielseitig verwendbar und für alle Stärken von Spielern. Anfängern zum Beispiel zeigt man einmal, wie der Körper bzw. die Arme hier sich bewegen sollen im Golfschwung. Das heißt, man sieht hier, wenn man aufschwingt, gelb vorne, beim Durchschwingen sieht man weiß vorne. Das heißt, es ist diese Rotation der Arme, die man mit diesem Ball einen Anfänger erklären kann. Also für diese Zwecke ist er geeignet. Dann weiters kann man auch hier diesen Ball zwischen Brust und Armen einklemmen und also natürlich mit Schläger dann einen Schwung machen, dass man ein bisschen spürt, diese Connection, diese Verbindung Körper-Arme, Synchronisation Körper-Arme, dass man nicht Arme und Körper verschieden bewegt. Also für das kann man ihn verwenden. Dann natürlich auch hier zwischen den Beinen, wenn jemand sehr stark hier sich bewegt oder wenn jemand zu viel rüberfällt und so weiter. Also für eine Stabilisierung des Unterkörpers kann man ihn verwenden, also für diese Pivot-Bewegung hier. Bedingt natürlich auch kann man Schläge machen damit, wenn man den Ball einklemmt, so wie es früher war bei Leadbetters Bewegung, aufschwingen, dann diesen Squat, dass ich den Ball fallen lasse und dann durchschwinge. Ja? Also für das kann man es verwenden, haben es auch bessere Spieler verwendet für diese Übung, aufschwingen, diesen Squat und durchschwingen. Natürlich, wenn man andere Schwungstile bevorzugt, dass man sagt, man beginnt seinen Abschwung gleich mit dem rechten Knie hier, gibt es auch manche, die das so wollen, dann ist natürlich dieser Ball nicht geeignet. Also wie für alle Teaching Aids, es ist ganz gut, wenn man sich die Beschreibung ganz gut durchliest oder auf einen Experten hört, auf einen Pro und der einen das Teaching Aid für seine Zwecke erklären kann. Soweit zum Powerball von David Leadbetter, 20 Jahre alt schon dieser Ball. Perfect, I'm happy with that. What do you think about this? Construction is a little bit hard, but as actual training aids, chipping nets are always useful. Always really good. Back garden, chipping into something can really help you. So the actual design is pretty good. The construction manual is very poor. It's just a picture. These balance pods are used for players that really struggle with their balance throughout the swing. Really helpful for a player to understand that they need to stay nicely balanced throughout the swing and come through to their full finish. When we see players start moving and falling over, that's generally what we look to try and stabilize the lower body, get them to understand the turn, stay balanced, then swing through. Now, they are really hard to hit golf shots with, and we generally tee the ball up to get them to be able to swing, turn and hit. It is really quite difficult tool, but it is something that's going to help stabilize that lower body. Okay. So what we have here is a club that's going to help someone understand how the take back starts in the golf swing, so they have a little bit better rhythm and club face awareness. Now, if we start to take the club back incorrectly, we're going to see that club break down. So that club face is very closed and the club is going to break down. Now, if we get someone to understand that they need to keep the club more connected and the club face square, you can see that that club doesn't break down. So this can really help someone understand the start of the golf swing. Also, it then can help a little bit more to do with the rhythm to keep coming through and not have that club break down again. So if we start the swing, oh, my club face closed there. Start the swing, nice rhythm through. We can see that it's quite a useful club for those two aspects. The only downfall for
for it is it's really quite difficult to strike the ball with this style of club, and quite a lot of people lose their rhythm quite easily with it because they actually hit it too soft. But other than that, it's not a bad tool to really help someone starting off in the golf swing. What's your comment personally? For whom? For whom, I would say this is more for a beginner. A better player wouldn't really need this tool. For myself, I would suggest it's more for a person starting out, not really understanding much about the golf swing. So here I have the Skills glove, a pretty simple tool. It's just a glove, but what it has is a plastic plate here that's going to try and aid you to stop you from bending your wrist. Now, I don't really like this tool. The one thing they have done really well is they've got an area here which is black, which tells you how to grip the club correctly, which is really something that I do approve of. But this plate is really going to hurt someone that does this incorrectly. So if someone is to swing and move incorrectly, it starts to dig in to my wrist here, and anything that causes me pain I just don't think is a good idea, especially when you're going to be at home practicing yourself without a golf pro next to you. It's gonna, if you hurt yourself, you could cause yourself serious injury. But if we take that out and just use it as a standard glove that helps you aid for your grip, it's not too bad. But as soon as you get this plastic thing in here, really starts to get things wrong, it's gonna hurt. Even when I get to the top of my backswing, it's actually hurting me here, which is something that isn't really designed for. So for me, this is not a good tool at all. Was wir hier sehen, ist kein so Mikado oder was, sondern das sind Trainingshilfen für alle möglichen unterstützenden Maßnahmen für einen Golfschwung. Hier haben wir zum Beispiel etwas, das heißt Practice Pot, kann man hinlegen, ist auch eine Anordnung von 3 Stäbchen. Zusätzlich zu diesen Stäbchen habe ich hier noch einen Spiegel, der mir helfen sollte beim richtigen Alignment, beim richtigen Setup. Ich sehe hier im Spiegel, ob meine Schultern geschlossen sind oder offen oder parallel, also zu diesem Zweck ist das ganz gut. Ich kann auch hier üben, die Schwungbahn praktisch von Inside Out, oder ich kann das Ganze hier umstellen, ja, mit diesen Stäbchen. Also ich kann mich hier ein bisschen spielen, aber hauptsächlich praktisch ist das hier gedacht ohne Ball, dass ich versuche Outside In oder wie gesagt mich richtig zum Ball positioniere. Also das hier, ich würde es mir nicht unbedingt kaufen, aber es ist nicht so schlecht, weil das, was ich mit dem machen kann, kann ich auch mit einfacheren Mitteln erledigen. So mit diesen Hightech-Stäbchen hier, diese Sticks, die jeder Golfer eigentlich jetzt, jeder bessere Golfer hat die in seinem Bag oder sollte sie in seinem Bag haben. Früher hat man entweder einen Schaft gehabt, einen abgerissenen Schaft, der erfüllt auch seine Zwecke, oder man kauft sich im Baumarkt irgend so ein Stangerl zum Pflanzenstützen, ist die billigste Variante. Aber es schaut ja schick aus, wenn wir solche Sticks haben und wir helfen der Wirtschaft. Das heißt, diese Sticks sind natürlich gut für alle möglichen Varianten zum Üben, sei es jetzt von der Ausrichtung her. Ich könnte mir noch ein drittes Stäbchen holen, wo ich praktisch Fußlinie, wo ich praktisch Ziellinie, wo ich mir auch praktisch die Schwungbahn auflegen könnte. Also für diese Zwecke sind diese Stäbchen, diese Sticks hervorragend geeignet. Weiters kann man sie natürlich dann, wenn ich versuche, die Startrichtung meines Balles absichtlich zu verändern oder zu trainieren, dann stecke ich mir ein paar Meter vor meinem Ball diesen Stick hinein, praktisch in Richtung Ziel. In Richtung Ziel steckt dieser Stick hier und dann versuche ich absichtlich, ich arbeite praktisch, was muss ich machen, damit mein Ball rechts von der Stange startet, wenn ich einen Throw spielen will, oder vielleicht sogar einen Hook. Also wenn ich will, dass mein Ball rechts startet. Wenn ich will, dass mein Ball links startet von diesem Stick hier, dass ich versuche, einen Fade zu spielen, dann gehe ich hin und versuche eben hier die Startrichtung meines Balles links anzusetzen. Also für diese Zwecke sind diese Sticks hervorragend geeignet. Aber wie schon gesagt, früher oder einfacher ist es, wenn ich das Ganze mit alten Schäften mache, ist das genauso möglich. Okay. Der Swingling, den ich um meinen Körper trage, um meinen Armen, ist eins der Teaching Aids, die ich für fraglich halte. Es wurde kreiert, um Verbundenheit zwischen Armen und Körper zu vermitteln. Jedoch habe ich das Gefühl,
ich habe überhaupt keinen Freiraum mehr für das Golfspiel. Ich kann meine Arme nicht mehr separat bewegen. Es engt mich ein, dieses Teaching Aid. Dieses Teaching Aid würde ich für keinen Mann empfehlen. Okay, sag mal nur, was es machen würde, wenn es richtig ist und wenn es falsch ist. Also da kann man fast nichts falsch machen. Also wenn es richtig ist, hat man das Gefühl, dass eben die Arme am Körper anliegen. Und es sollte verhindern, dass sich die Arme separat vom Körper wegbewegen. Das vermittelt Verbundenheit zwischen Armen und Körper. Jedoch ist man sehr begrenzt im Schwung. One of my favorite training aids is the airflow ball. So it's very simple. It's been around for a long time. They're very cheap also. All it is a golf ball with holes in it. So it doesn't really go very far. It goes probably a tenth of the distance, if that. But what it allows you to do is to focus more on your swing or your movements. If there's something that you're trying to change in your swing, when we put a real golf ball there, the result becomes very important. And obviously that interferes with your ability to change your swing. So having this basically takes away the result. It's a good intermediate step. So now I can make the swing and think purely about my movement. The result is only a small distance, but allows me to concentrate much deeper on the movement. Dieses Teaching Aid hier nennt sich Swing Aid. Es wird hier am Griff befestigt. Das erfordert schon ein wenig Geschick, dass ich das richtig hier befestigt in der richtigen Distanz, sodass meine Hände hier Platz haben. Dieses Swing Aid oder dieser Swing Aid oder Teaching Aid sollte bewirken, dass ich meine Hände beim Backswing rechtzeitig setze, also rechtzeitig abwinkle hier. Dass ich in dieser halben Position hier oder in der Dreiviertel Aufschwungposition schon fertig bin mit meinem Wristcock, mit meinen Winkeln der Handgelenke, damit ich von hier nichts mehr anderes machen muss, als mal den Körper noch mehr aufdrehen. Und es garantiert mir hier, oder es sollte garantiert, dass dieser Winkel recht lange erhalten bleibt. Also ich sollte versuchen, im Downswing diesen Winkel möglichst lange zu halten und dann loslassen, und vorne sollte der Swing Aid wieder meinen linken Unterarm finden. Also hier, das ist eine Möglichkeit, dass ich diesen Late Hit praktisch ein wenig, jetzt habe ich ihn nicht gefunden, also dass ich diesen Late Hit ein wenig üben kann. Ja. Ich würde sagen, dieses Gerät ist speziell für bessere Spieler geeignet, denn für Anfänger, die das mit Unkenntnis hinauf montieren, könnte passieren, dass sie, wenn sie es falsch montieren, dass sie hier eine falsche Winkelung machen, dass das Schlägerblatt zu sehr geöffnet ist, oder wenn man es anders macht, zu sehr geschlossen ist. Also es erfordert schon einen Pro dabei, um dieses Gerät hier richtig zu verwenden. Hier ist einer meiner Lieblinge, das ist das Impact Bag. Also dieses Teaching Aid oder diesen Sack verwende ich sehr oft im Golfunterricht, um den Leuten einmal einen Begriff zu bekommen, was im Impact passiert. Wenn man gute Spieler sieht, wie stehen die im Impact da? Ja? Wie schauen die aus, wenn sie den Ball treffen? Wie steht ihr Körper zum Beispiel? Was macht der rechte Fuß? Ja? Wo sind die Hände? Also wo ist die Belastung? Also mit diesem Impact Bag, vor allem, man sollte es gegen eine Wand stellen, dann kann man ein bisschen stärker draufhauen. Aber mit diesem Impact Bag brauche ich ohne viel zu denken, wenn ich praktisch hineinschlage in diesen Sack, dann werde ich ohne viel Anstrengung gewisse falsche Schwünge, wenn jemand so schwingt, zum Beispiel hier hinten bleibt, ne, dann bringt er nicht die volle Kraft in den Sack hinein. Mit diesem Sack hier, mit diesem Impact Bag, kann ich wirklich schauen, dass ich einen Schwung versuche. Ich kann langsam anfangen, ich kann kleine Schwünge probieren und dann immer höher werden. Und die Leute, die Spieler, Spielerinnen bekommen ein Gefühl dafür, wie fühlt sich eine richtige Impact-Position an. Ja? Wenn man schaut, Spitzenspieler stehen in der Form da. Und für dieses Unterfangen ist dieses Impact Bag sehr gut geeignet. I love it. So there are more training aids for putting and the short game. Okay, one of those we have here, which is the Yes True Plane. Okay, so this tool is designed with this to be placed on your putter that's going to sit against the board. Now this is going to help you and stop you from opening or closing the face while seeing the path the putter should take around your body. This is a real helpful tool for just seeing the exact path and
how the face should act during the stroke. I quite like this tool. It's quite a useful product, and the great thing about it is that you're not actually touching the putter against the actual board, which means that you're not actually following the board path and not learning from it. You're actually, just the stick is touching it and you're following your hands from here, so when you move away you can get that same feeling from there, which I quite like about the product. So this one here is the TaylorMade True Path. It's a very simple design, just a plastic board with magnets on either side, which the white part's attached to. What it's going to help you do is very much work the club back and through this area, understanding that the putter doesn't move too far outside or too far inside. So we can very much see that it's just going to go back and through as close to a straight line as we can get it. Okay? As we can see from putting, right here. It's quite a good tool as long as you don't get it too close to the putter and have it touching, because you're not really going to learn anything by it touching. You need to have it just outside the putter size so that you actually learn about your stroke and actually see it go through the gap, making sure that you don't touch either side. That'd be what I would use it for. So this tool right here is the Dave Peltz Putting Tutor. It is a very simple tool, just a little bit of plastic with a white line on it and these two metal balls. What they're designed to do is help a player line up correctly and get the putt in the right position with the right line. Okay, so if a putter was to hit the balls, obviously we're not got the correct swing path that we're trying to achieve. If we then putt and get it through properly from here, we can then see if it's going on the correct line. If it's not going on the correct line, we have to move the board appropriately to be able to see how our green reading is. It's a real useful tool for not only green reading, but also the first part of the swing and how important path and face are. Es gibt natürlich auch ein paar interessante Training Aids wie dieses Plastikcup hier, Plastikloch. Das kann ich natürlich eher für zu Hause verwenden. Ja. Es erfordert schon ein gewisses Geschick, hier hineinzuschießen. Es ist natürlich am Platz nicht notwendig, am Puttinggrün, wo ich Löcher habe, aber für zu Hause kann man sich so etwas anschaffen. Kostet wahrscheinlich nicht sehr viel und übt meinen Putten ein wenig zu Hause. Aber das eines der günstigsten Trainingsmittel für Putten, das sind diese zwei hier. Die heißen Tees, ja. Tees am Puttinggrün kann ich für alles Mögliche verwenden. Ganz gut, vor allem dafür, dass ich den Starting Path praktisch von meinem Ball lerne. Also ich stecke mir hier zwei Tees hinein und schaue, ob ich überhaupt hier in die zwei Tees hineintreffe. Ja? Also ich schaue, dass ich wenigstens den Ball schon richtig starten kann. Also Tees in jeder Ausprägung. Ich kann mir natürlich Tees hinstecken für die Distance Control und so weiter. Also Tees, jede Menge am Puttinggrün für Putthilfen geeignet. Und nun möchte ich mich verabschieden und ich hoffe, dass Sie ein wenig einen Einblick bekommen haben in die Verwendung von Teaching Aids, in die Brauchbarkeit von Teaching Aids. Man muss nicht alles haben, aber einige, haben wir gesehen, sind doch wert, dass man sie verwenden würde. Beste Teaching Aid ist nach wie vor der Rat eines erfahrenen Golf-Professionals. Dankeschön.